For Week 2 in the NFL, Seattle kicks off their 20th home opener at Lumen Field. It's the Titans on the road against the Seahawks. Next on EA Sports. Renamed in late 2020, there's a look at Lumen Field here in Seattle, Washington. This crowd, as we've come to expect in recent years, as loud as any in the NFL, and they get even louder when their Seahawks are introduced. We're ready for football as the Seahawks get set to do with the Tennessee Titans. Alongside my broadcast partner, Charles Davis, I'm Brandon Gaudin. And, CD, this is a passing league. I don't think you would argue that thought. But our ball game here features a couple of teams with strong offensive lines that really like to work the ground game. And you and I have both heard from different people in the league who's saying that it's becoming a little bit of a lost art in the NFL, the ability to run the football. And we've heard from defensive coordinators who tell us that they play the pass first. That's not something you normally hear. But these two offenses are true to who they are. Both ranked in the top 5 in terms of rushing yardage. I think they're both going to use those massive offensive lines to try and wear down these defenses. Damit bedanke ich mich bei Brandon Gaudin und Charles Davis für das Intro und auch von mir hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Madden NFL 22 und diese Woche gegen die Tennessee Titans und wir wollen unsere Niederlage aus Woche 1 gegen die Colts wieder gut machen und uns den Sieg diese Woche holen. Now come the Titans for their first possession, led by Ryan Tannehill in his 10th NFL season and third with Tennessee. And the former Miami Dolphin had a career renaissance in 2019 Das with Tennessee. waren die Werte von Ryan Tannehill aus der letzten Woche. Einen einzigen Touchdown hat er geworfen für 225 Yards. Also wird es wahrscheinlich den anderen, falls noch einen gemacht haben, der Mann hier gemacht haben. Ja, Derrick Henry. 123 Yards. Und den Mann müssen wir erstmal irgendwie unter in Schach bringen. Und das kriegen wir schon mal gut hin mit Bobby Wagner. Dritter und 3. Und wenn jetzt stoppen können, die Titans und Henry, wäre das schon mal ein starker Beginn. Und da ist Taylor mit dem Stopp gegen Henry. 4. und 4. Und damit kriegen wir den Ball. Und das erste Mal haben wir das Pferd Derrick Henry gestoppt. Und ich hoffe, das kann so weitergehen. Und diesen Kick haben wir im letzten Spiel beispielsweise gar nicht gesehen. Und jetzt Luckett mit dem Return, aber der ist nicht ganz so gut. Aber da kommt unser QB aufs Feld mit 224 Yards, ein Touchdown, aber 2 Interceptions, die uns im letzten Spiel das Genick gebrochen haben. Und ich hoffe, dass das diese Woche nicht so ausgeht. Und ihr lest es schon, Carson ist wieder bei uns zurück auf dem Feld. Und der mal mit einem guten Lauf hier gleich. 16 Yards Carson. Welcome back im Seahawks-Trikot nach seiner Verletzung. Und das ist halt der Vorteil an dem Carson. Wenn er fit ist, haben wir einen bärenstarken Running Back, aber er muss halt erstmal fit sein. Und da ist Luckett frei. Und da ist Luckett frei. Und das ist der Touchdown. Tyler Luckett. Tyler Luckett mit dem Touchdown. Und Wilson Luckett haben wieder zugeschlagen.
Und die Yards after catch, und das sind viele. Das sind richtig viele. 66,4 Yards after catch von Tyler Lockett. Schönes Ding. Und das tut den Titans definitiv weh. 2 Plays, 87 Yards in 42 Sekunden gut gemacht. Also, wenn ich die Titans wäre, würde mich das stinken. Und Miami gewinnt gegen Buffalo mit 28:14. Da haben wir mit Burn das Tackle verpasst gegen den Returner. Das hätte auch ein ordentlicher Hit werden können, aber jetzt kommen die Titans. Und jetzt müssen wir sie am besten wieder stoppen oder nur einen Field Goal zulassen, im Höchstfall. Und wie schaffen wir das am besten? Indem wir Druck durch die Mitte mit Puna Ford machen. Aber da ist Jamal Adams mit dem Tackle gegen Derrick Henry. 2. und 3. This is our year. Ja, in echt war es nicht so. Mal gucken, ob wir es, wie gesagt, in der ersten Folge schon hinbekommen, dieses Jahr erfolgreich zu gestalten. Ich sehe da halt kein Problem. Wir haben es mit den Dolphins im ersten Jahr geschafft. Aber das war ein schönes Ding zu Julio Jones von Ryan Tannehill. Also wir haben es im ersten Jahr mit den Dolphins geschafft. Also sollten wir es eigentlich mit den Seahawks, hoffe ich zumindest, auch schaffen. Weil, also, ich spiele jedes Jahr einen Franchise mit diesem Team offscreen. Es ist mein Lieblingsteam. Also, wenn wir es damit nicht im ersten Jahr schaffen, dann fühle ich mich doch schon ein bisschen gekränkt. Aber Playoffs hin oder her, jetzt muss erstmal der Sieg gegen Derrick Henry und die Titans her. Das wird einen Lauf. Und da können wir mit Puna Ford stoppt Derrick Henry und damit sind wir beim 3. und 5. Und wir bleiben bei Brooks oder ne, wir gehen zu Bobby. Wir gehen zu Bobby Wagner. Und das ist ein neues First Down. Boston kommt nicht hin und AJ Brown mit dem neuen First Down. Wir nehmen uns Bobby Wagner. Wieder versuchen die Mitte zu kontrollieren. Und incomplete, dass der gedroppt wird, ist habe ich nichts gegen. Und da waren die Defender da. Und wir haben eine kleine Berührung mit dem guten Derrick Henry hinbekommen. Und da ist Bobby Wagner, der Derrick Henry stoppt. Good job there keeping him to a short gain. Of course, he's coming off a really terrific performance, reigning NFC Defensive Player of the Week. And I know people get caught up in what you're the reigning Defensive Player of the Week. You must have made a bunch of spectacular plays. You mixed in a few. Da sind wir mit Jamal Adams und Brooks an Henry, aber das wird, glaube ich, dieses Mal ein Drive zu einem Touchdown. Da können wir auch mit unserem Defensive Player of the Week, Bobby Wagner, wurde es letzte Woche, nicht viel machen. Nee, und das ist der Touchdown. His second touchdown on the season. And the Titans are an extra point away from tying this thing up. So it was the passing game that got him down here, but closer to the goal line, it's the running game that gets him home. Certainly appears that they lulled the defense into thinking that the passing game was going to be it the entire drive. Nice change up there going to the running game to get him over the goal line. So. On for the point after is Randy Bullock. Ne.
Kein Block und damit 10 Plays, 86 Yards und alleine 6 davon waren durch Derrick Henry und 32 Yards erlaufen. Nee. Nee. Dazu nein, dazu sage ich jetzt nichts. Das lassen wir lieber. Und Eskridge kriegt den Ball nicht und jetzt sind wir wieder dran. Im letzten Drive 2 Plays gebraucht für den Touchdown. Mit ihm hier Tyler Lockett. Zumindest soll das Lockett sein. Dann hoffen wir mal, dass es dieses Mal genauso erfolgreich wird. So. Und los geht's. Den hat Lockett. Schön. Die nächsten Positiv-Yards für uns. 2 Receptions, 92 Yards, Tyler Lockett. Habe ich prinzipiell nichts dagegen. Also vor allem zum Ende des ersten Quarters auch nicht schlecht. Und hier sehen wir nochmal die Werte. Wir hatten gerade mal 3 Offensiv-Snaps, aber es steht 7-7. Also beschweren können wir uns da nicht. Nur was ich jetzt hoffe, ist, dass wir dieses Spiel mal keine Interception werfen. Weil wir müssen das so ein bisschen aufholen wieder. Was wir da in der ersten Woche vergeigt haben. Und Chris Carson, nächster guter Lauf von unserem Running Back. So. Auch der Stiffarm, also wäre da keiner mehr gewesen, dann wäre er weg gewesen. Chris Carson. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt... was machen wir denn? Wir schicken ihn mal durch die Mitte. Wir schicken ihn mal durch die Mitte. Einen guten... Nächster guter Lauf. 3 Läufe, 35 Yards. Kann man sich nicht beschweren. So. 6 yards on that last play. Here's 2nd and 4. Now it's Wilson. Den hat Henry Rux, ein neues First Down. I know many people like to throw to the tight end, maybe in a little flexed out position because he creates mismatches with his size. But slot receivers do the same thing with their quickness, their speed, and their route running savvy. Oh, das sind zu viele, also machen wir so. Und schicken ihn durch die Mitte. Nächster guter Lauf. 43 yards on the ground for him so far. Offensive linemen love creating space for their guys carrying the ball, but when that guy also breaks Und tackles, jetzt DK Metcalf, unsere Anspielstation. Hoffentlich. Ja, der ist frei. Schönes Ding. DK. Nice throw. Big man catches the football for a first down, and that big man, that's DK Metcalf, the 9th receiver taken in the 2019 draft class. I think if we redid it, he might very well be the first one off the board. 83 catches for 1,300 yards last year. Fast mit dem neuen First Down. Jetzt noch einen Touchdown. Hätte ich nichts gegen. Deswegen lassen wir mal Chris Carson das Ganze übernehmen. Da kriegt er einen ordentlichen Hit, aber behält den Ball in der Hand. So habe ich nichts dagegen. So. Carson. And he's maybe going to get this back to the 4, but that's about all. No gain on the play that time, and it sets up 2nd and goal.
So. Off the play fake. Here's Wilson. Und den hat Nick Ballor. Und das ist der Touchdown für uns. Gerade so noch losgeworden. Nick Ballor hat ihn, unser Fullback. Und der nächste Touchdown für uns. Und damit 14:7. 10 Plays, 75 Yards, 4 Minuten 27 haben wir damit von der Uhr genommen. Gar nicht mal so schlecht. Und jetzt hoffen wir, dass wir sie stoppen können. Weil damit könnten wir dann entfliehen. Weil wenn wir jetzt keine Punkte zulassen, wäre es am besten, weil wir kriegen zur zweiten Halbzeit den Ball und könnten damit ordentlich entfliehen zu Beginn der zweiten Halbzeit, wenn wir dort natürlich scoren, egal wie, ob Field Goal oder Touchdown, wäre natürlich das Beste für uns. Da wird der Ball gedroppt, aber die schaffen es leider nicht. Die Interception. Boah. Derrick Henry schiebt das davon Dix. Also der hätte Dix da sonst schon. Cornbread Dix wäre es gewesen, übrigens nicht davon Dix. Wäre nicht so schön gewesen. Oh, schön Osten. Und dadurch kriegen wir den Ball wieder. Und es wird dunkler über dem Himmel von Seattle. Die Sonne geht unter. Aber ich hoffe nicht für unser Spiel. So, Luckett keine Chance gehabt, den zu returnen. Jetzt fangen wir tief in unserem Feld an. So. Der geht zu unserem Tight End. Und die 2-Minute-Warning ist erreicht, also gar nicht so schlimm, dass wir im Field gestoppt wurden. So. He's the principal guy, but he needs a lot of help. Time to find out if he can keep that perfect game going here, partner. Los geht's. Looking to throw again on second down. Wilson flush to his right. Neues First Down und im Aus. Certainly making his presence felt in both the pass and the run game. He's having an impact. Yeah, his first carry of the game right there. He had hurt him with his arm. Now he's showing that he can shuffle the puppies as well. Flushed out right. Und noch mehr Yards für Wilson. Und wieder im Aus. Ist das Gute. So here's a 1st and 10 at the 38. From the shotgun, Wilson. Den hat Chris Carson und der verliert ihn mit dem Fumble. Das gibt's nicht. I've got to give credit to the defense there. Good job of knocking it free. Yeah, because a lot of the time we just blame the offensive players for not taking care of it. Das ist ärgerlich. Keine Interception, ein Fumble. Das ist richtig ärgerlich. Ein Fumble kann halt immer passieren. Also da mache ich nicht mal Chris Carson irgendwelche Vorwürfe oder sonst irgendwen. Aber für diese Nicht-Interception mache ich jemanden verantwortlich. Und das war derjenige, der Julio Jones dort gedeckt hat. Also, ich bitte euch, Jungs. Glück. Und da ist er, Derrick Henry.
His second touchdown of the game, his third on the year. And the Titans are an extra point away from tying the ball game here in the final minute of the first half. Ah, und jetzt haben wir noch 58 Sekunden. Wir haben 3 Timeouts, klar. Aber dieser Fumble, der war natürlich zum falschen Zeitpunkt. Das muss man einfach sagen. Das tut weh. Aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht. Also, wir hatten mit den Dolphins natürlich auch Anfangsschwierigkeiten. Also, das können jetzt normale Anfangsschwierigkeiten sein mit den Seahawks. Aber es tut irgendwie schon weh zu wissen, dass man aktuell nicht ganz so gut ist wie mit den Dolphins. Weil eigentlich sollte zumindest das Season besser als die Dolphins zu sein. Und da sind wir mit Henry Ruggs. Und wir nehmen das erste Timeout. Der war out of bounds, aber lieber einmal zu viel nehmen als zu wenig. So, und das könnte jetzt ein angenehmer Pass werden. Wilson after the play fake to Carson. Escaping the pressure right. Ich riskiere es nicht. Wir gehen lieber in die Halbzeit. As we'll send you back over to Orlando with our EA Sports Halftime Report, here's Jonathan Coachman. Okay, Brandon, we'll get you back to you and Charles in a bit, but first it's time for a trip around the NFL following an eventful opening weekend. Let's see what's happening in Week 2. We begin out in the desert. It's the home opener as Minnesota in town to take on Arizona. And that one tied 14 apiece in the second quarter. From there, we head down to the Sunshine State to check on the Jaguars at home in Jacksonville. And they were losers in that one as they fall to the visiting Denver Broncos. Javonte Williams. 2 touchdown runs to lead the way. Finally, let's get to Philadelphia. Check on the Eagles at home at Lincoln Financial Field. And it was the visiting San Francisco 49ers that come in and get the victory. Jimmy Garoppolo. 2 touchdown passes as his guys make amends for the setback in Week 1. Continuing on, here's a look at the next-gen stats in that first half for the Titans. And they didn't get a whole lot done in the rushing department in those first 2 quarters. They probably feel pretty lucky to be tied here at halftime. Meanwhile, for the Seahawks, here's a look at their numbers throwing the football in what was a very even first half. So, wir gehen auf die Inside Runs und versuchen auch die Inside Runs zu verteidigen. Kriegen jetzt den Ball, haben die Ergebnisse aus den anderen Stadien gesehen. Und wir können diese Division sehr spannend machen, indem wir, wenn wir gewinnen. Weil die 49ers stehen auch dann nur 1-1. Wir stehen 1-1. Die Rams, weiß ich gar nicht, wie die dann stehen, weil wenn die auch 1-1 stehen, dann sind wir hier die 1-1 Division, wenn die Arizona Cardinals gegen die Vikings gewinnen sollten. Aber dafür müssen sie erstmal gewinnen. So. Ah, und die 77. Hätte da besser decken müssen. Egal. So. You have to feel okay because you didn't let it turn into a bigger run, but the goal, shut it down for 2 yards or less. That's when you start to feel good about yourselves. And smartly going into the slide there, Wilson has enough for the first. Let's go! Let's go! Guter Run von Wilson. Könntest du mal bitte wieder aufs Feld gehen, Wilson? Du bist gerade draußen. Geh wieder aufs Feld. Was macht der jetzt auf der Auswechselbank? Jungchen. Er hat keinen Bock mehr. Will nicht mehr spielen. Das war's. Wir haben unseren Quarterback verloren. So. Oh, das sieht gut aus für den Jet Sweep.
Das sieht nicht gut aus. Unser Tight End Everett kriegt ihn nicht gestoppt. Dupree, den former Steeler. Yeah, you're exactly right about that, because if they're forced to try and go around defenders behind the line of scrimmage, sometimes you can give yardage in order to gain it. But in this case, they gave yardage and didn't get it back. Being chased out left. And he'll slide to a hold here. Jetzt müssen wir gerade viel mit Wilson improvisieren, was gar nicht gut ist. Also die Passrouten werden leider gerade nicht frei. Das ist ein bisschen ärgerlich. Yeah, and at the risk of sounding just a little bit trite, this is just a tackle that needs to be made. It's one thing when you've got a bruising 230-pound running back coming your way, but when it's a quarterback who's running for his life, your teammates will tell you, you've got to get him on the ground. And the next-gen stats shows us the tale of how much yardage he was able to pick up after the initial contact. So. Jetzt geht's. Wilson. Nein. Defense steps up here and down he goes. That's sacked by the DN. Ah, das war gar nicht gut. Now here's Michael Dixon as he's on to punt for the first time this afternoon. Und jetzt müssen wir versuchen, sie zu stoppen. This is a good one. And that is much too long. That's into the end zone for a touchback. Let's go. The Titans offense gears up for their first possession of the second half. The last possession, these guys were able to tie the game with a touchdown, and now they'll have a chance to move on in front. In dieser Partie vor der Halbzeit aus der Fumble von Chris Carson. Aber da können wir wenigstens Julio Jones aufhalten, um durchzugehen in die Endzone. Aber helfen tut's nicht. He's just going to angle himself towards the right side of the field, and that's very difficult for a defender to shadow him across all that ground. Tannehill's throw here into the hands of Jones. Und da ist der nächste frei. Wieder Julio Jones. Nein. Komplett alles loslassen tun wir jetzt nicht. Oder verpassen wir mit Ragnar das Tackle? Das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt los bei mir? Nehmen wir uns hier jetzt Bobby. Wir können ihn hinten halten mit Brooks. John Brooks schafft es, Derrick Henry hinten zu halten. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier durchkommen und Henry stoppen können. Nein. Können wir nicht. 67 yards rushing for him now as he's carried it 13 times. A solid run by Derrick Henry, and here's another first and 10. Hart. From the gun, he'll hand this off. Oh, und dann kriegt er ordentlich ein von Jamal Adams. Derrick Henry. Wir bräuchten noch nur einen einzigen Fumble, um das Ganze wieder gut zu machen. Aber das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus, als ob wir das hinkriegen. Wir gehen auf Man-to-Man-Coverage. Ja, und damit Henry reingezogen. Das ist der Touchdown. Ah, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Und ich weiß nicht, was wir hier noch machen können. Ich weiß echt nicht, was wir hier noch machen können. Ärgerlich. Damit 21:14. Und wir müssen jetzt so langsam ein bisschen mehr Risiko gehen. Auch was die Pässe angeht.
Gerade was die Pässe angeht, denn wenn wir das Ding hier irgendwie noch drehen wollen, zu unserem Guten, brauchen wir jetzt Punkte. Und den hat Luckett leider kein neues First Down. Also die Werte sind so an sich nicht schlecht von Wilson. Aber es ist halt wäre halt kein Sieg. Und sowas hilft da mehr. Sowas hilft da mehr. Quarter ist Ende. Und jetzt, let's go, Jungs, let's go. Wir müssen den Sieg mitbringen. Alles andere wäre eine Niederlage. Das ist einfach so. Und da laufen wir. Und Carson. Schöner Lauf. Ein neues First Down. So, jetzt Henry Rux, komm. Junge, hol ein paar Yards raus. Ja, genau so. Genau so. Henry Rux, Touchdown. And the Seahawks are an extra point away from tying this game here in the fourth. We are set up for a fantastic finish now. A fourth quarter touchdown here. We're an extra point away from a tie football game. Jetzt lieber einmal auf Nummer sicher gehen. Nicht zu viel Kraft reinsetzen und jetzt let's go stoppen. Komm, Defense. Wir brauchen den 12. Mann auf unserer Seite. Come on. Hawks Nation. Let's go. Wir müssen uns den Sieg holen. Und das ist schon mal ein guter Stopp von Neil. Und jetzt müssen wir Derrick Henry und die Tennessee Titans stoppen. 125 Yards hat er heute erworfen, ein Touchdown, 9 von 13 hat er angebracht. Also let's go, Jungs. Wir müssen sie stoppen. Und so nicht. So nicht. Ach komm, es hängt 2 Leute an ihm. 2 Leute. Und der kommt nur ins Straucheln. Ey, der ist der Wahnsinn, der Junge. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt. 11 Sekunden hat es gedauert. Und es war vorhin bei dem Wilson-Lauf schon unlogisch. Da hängt ein dicker Mann an dem dran und er streift ihn ab. Also die Laufanimationen sind manchmal echt fragwürdig. Fragwürdig. Ganz ehrlich. Aber was will man machen? So, let's go. Plenty of time on the clock. Yeah, he did not want to go down there as he carries tacklers for a solid gain of 9. Das könnte was werden mit dem Jet Sweep. Dann sind wir dieses verwirrte Feld hier wieder los. Und Henry Rux. Schöner Lauf. I think the reason this play is so successful is not just the blocking at the point of attack, but how about the speed at which he takes the handoff. He's in motion already, so he's not coming from a flat start like a running back often is. He's at a full run by the time he gets the football. Weg. Und neues First Down. Schön. They're throwing it on first down, but no one was open, so he gets flushed out of the pocket. Runs towards the sidelines, Den sollte Henry Rux, glaube ich, kriegen wieder.
Ja. The throw here is complete. Breaks through the contact. And finally down he goes as they work it inside the 10 to the 7. I like the design that we're seeing right there. This is what they need. Down by a touchdown here in the 4th. They just need to keep working their way downfield. And when they see openings, Damit werden viele freie Räume geschaffen. Und da ist Chris Carson mit dem Touchdown. So. Kommt, Jungs. Einmal Defense brauchen wir jetzt. Das kann hier kein High-Scoring-Game werden. But the blocks were made up front, offensive line, collective victory at the line of scrimmage and downfield. And how about the finish to the run all the way into the end zone? So right back to square one. So, Dixon, weg mit dem Ball. Fielded just outside the goal line. Ah, wir haben das Tackle mit Burton verpasst. Egal. So. Kommt, Jungs. And they hit the home run last drive. One play on the ground all the way to the house. Now the defense, maybe they're expecting a run here. Partner, I love your description. Ah, und da gibt's Roughing the Passer mit Woods. Something in the air, deep ball, but how about them just taking it? Big time jaunt. Now if you're coming back out, now they've established this run game. Woods mit dem Roughing the Passer. Automatisches First Down natürlich auch wieder. Ah, und wieder kein Fumble. Ein Fumble, das wär's jetzt, wenn wir den kriegen würden von den Titans. Oder eine Interception. Oder einfach nur mal stoppen ohne Punkte. Da müssen 4 Mann dran. 4 Mann, um Henry zu stoppen. Das ist, nee. Also irgendwo ist dann auch mal mein normaler menschlicher Glaube verloren dran. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und sowas stoppt ihn dann. Einen Sprung daneben. Das ist zu wenig. Das wird wieder ein Touchdown. Oh, und jetzt haben wir ihn mit Ford. Puna Ford. Endlich mal. So. 2-Minute Warning. Let's go. Kommt, Jungs. Einmal jetzt Defense spielen. Einmal Defense. Kann nicht sein, dass wir hier schon wieder eine Niederlage kriegen. Und da liegt der Henry. Da liegt er. Brooks mit dem Tackle. So. Woods. Und da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Schön, Jamal. Ja, wir müssen jetzt das Timeout nehmen. Wir hätten es früher nehmen müssen. Egal. Und der geht nicht. Und der geht. So. Jetzt haben wir noch 55 Sekunden. War okay. So Wilson and the Seahawks down 31-28. 53 ticks to go. Wilson to throw. He'll buy some time right. Gehen sie alle nach hinten und wir gehen und können es aus. He'll get 8 on the scramble there. It'll be second and a couple. Henry Rocks.
Und unser Ziel. Und schön. Und da können wir out of bounds gehen. Das Gute ist, wir haben noch 2 Timeouts. Das heißt, wir können noch ein paar Timeouts nehmen. Und das müssen wir jetzt nehmen. Now the Seahawks call the second of their 3 timeouts as they stop it here with just under 40 seconds to go in the game. Work to be done here on 2nd and 16 after the sack. Now Wilson sliding out of the pocket. Now a desperation throw deep downfield. And it looked like he got the feet down, did he? Yes, it's a catch. Now the Seahawks forced to use their 3rd and final timeout as they get it right at the 32nd mark of this Let's 4th go. quarter. So the big play changes the complexion of things. Here's 1st and 10 just outside the 30. They'll look to throw. Rolling to his right. Dumps this Und da sind noch mal ein paar Yards. Carson. And he is out of bounds inside the 30. So 5 yards here, 5 on the play. And it'll make it a 2nd down. Back to throw. Got an open man, it's Ruggs. Down he goes at the 23, a pickup of 4. So. And they are able to spike it. So. Cutting it close, but 2 The seconds spike. left on the clock. And we will get a Timeout. Und jetzt komm. Komm. So the Der field geht. goal unit is on the field as this is a big spot right Der here. geht. With 2 seconds left in regulation, this to force overtime. And his kick Ja. is right there. It's good. And in the 4th 31. Und damit geht es in der 2. Partie in dieser Season in die Overtime schon. Und ich hoffe, wir können das Ding gewinnen. Den Coin Toss. Ach Mann, und jetzt kriegen die Titans den Ball. Und jetzt brauchen sie sie brauchen einen Touchdown. Wenn sie einen Touchdown schaffen, haben sie das Spiel gewonnen. Wenn wir sie stoppen können, brauchen wir nur ein Field Goal, um das Ding zu gewinnen. Also, let's go. Kommt Jungs, jetzt einmal Defense genau jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Wäre das Beste, was uns passieren könnte. Wir nehmen uns Airwoods. So. So kriegen wir ihn schon mal. Und da haben wir Tannehill. Schön. Deshaun Hand und Tyler mit dem Sack. Und jetzt sind wir beim 3. und 12. Kommt Jungs. Ja! Perfekt! Und jetzt brauchen wir nur noch ein Field Goal und wir haben das Ding. So. Jetzt brauchen wir nur noch einen Field Goal. Und wir haben es. Their defense did its job, got the stop. All they need is 3, and this is over. So. Und schön Chris Carson. Excellent job by the defense. Can the offense finish things off? Part 1 is done, now part 2. Here's Carson. So. And this will be a Seahawks first down as he's got this up to the 45-yard First down. line.
For a lot of guys playing this game, there's no better feeling than running right through a tackle. He's able to lower his center of gravity and churn his legs for a really nice pickup. So, das Play vor. 2-minute warning. Back-to-back good plays have them on the move on first down. Los geht's. Komm. And they'll get this to Ruggs on the jet sweep. Give him 3 on first down. It'll set up a 2nd and 7. Defensively, that one pretty well figured out. Ich will normales Tempo. Now what can Wilson do here in the OT? Completes this out left to Ruggs. And he's taken down at the 50 after a short gain of 2. I don't want to overhype it, but this is a big early season game, especially an overtime win. That can give you a big boost going forward in the season. It certainly can, and I don't think you're overhyping it because cliches go out the window when you start to play overtime. And you're right, the winner of this game now, that's an extra boost moving forward. And it actually is an extra hurt for the team that loses because normally you shake it off, but in this situation, it lingers a little bit longer. Ich will's nicht. 61 Yard ist schon heavy. Wir gehen für den 4. Versuch in Overtime. Und yes! And he's able to get the first before he's taken down at the 36. I don't care what he's listed in the program. Fullback, running back, tailback, it doesn't matter. He ran that play like a fullback. Just like the old days when we saw the fullback dive. How about him picking that one up? Only needed a yard on 4th down. That's what he's there for, right? Perfekt, und wir kommen immer näher ran. Immer näher dran. Go get it. 109 yards rushing for him now as he was just trying to will his guys to an overtime victory. Boy, where would these guys be without his performance on the ground? That puts him over 100 yards now for the afternoon, and I tell you, he seems to be getting stronger as the day goes along. And they take him down, losing yardage back at the 27. 2 yards the loss, 2nd and 12. Well, as a wideout, when you take that handoff and you're coming around the edge, you're expecting to see nothing but empty space in front of you. But if not... Well, things can go south in a hurry, and that's exactly what we saw on that play with a loss. Now the timeout comes here in the waning seconds of this overtime as we could be set up at long last for a potential game winner. Jetzt komm. So here we go. Maybe the biggest kick of the game forthcoming. He hit his first one, this from 44 yards out now. Now the timeout comes here in the waning seconds of this overtime as we could be set up at long last for a potential game winner. So now one of the biggest kicks of the night is forthcoming. He hit his first one, this from 44 yards out now. And he got it. Ja! Knapp, aber das war's. There's no doubt about that in this one, Charles. Points. They were, but it was fun, wasn't it? Because both teams finding ways to click. And you know people who love this game, they also love baseball games that are 14-11 with 3 or 4 home runs mixed in. Was ein Spiel! So for the Seahawks, by winning their home opener. Aber wir haben den Sieg. Wir haben den Sieg. Gegen die Titans. Am Ende ganz knapp noch reingekriegt, das Ding. Aber wir haben den Sieg. Wir haben ihn in Overtime. Ich habe für eine Sekunde gedacht, dass das Ding eben gerade daneben war. Aber wir haben's. Oh, Jamal Adams kriegt jetzt noch eine Verbesserung. Ist damit 92 stark. Darrell Taylor kriegt nochmal eine Verbesserung. Ist damit jetzt 74 stark. Und wir gehen eine Woche vor.
und schauen uns dann das Standing in unserer Division an. Next Week. Ein Vor gegen die Vikings dann. Und bis auf die Cardinals alle 1-1. Puh. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt Let's Play Madden NFL 22.